Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu wa rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdana min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Heute kommen wir zu dem Thema das Befolgen der Rechtsschulen. Und wir müssen wissen, dass es in dieser Angelegenheit zwei extreme Gruppen gibt. Und die erste Gruppe sind diejenigen, die die Rechtsschulen ablehnen, und von denen sind die meisten hier auf TikTok. Und das strikte Ablehnen der Rechtsschulen ist falsch, und es war nie üblich, dass der Laie selbst Urteile fällt. Dies macht immer der Gelehrte. Diese Fitna, dass man gegen die Madahib kritisch ist oder sie ablehnt, dies kam von den früheren Generationen, da sie viel untereinander stritten. Und es ging sogar so weit, dass die Leute sagten, nur Koran und Sunna zur Seite mit den Aussagen der Gelehrten. Und diese Aussage mag schön klingen, aber sie ist katastrophal. Denn alle vier Madahib beziehen sich auf Koran und Sunna. Und die oben genannte Aussage ist deshalb nur leeres Gerede von Leuten, die entweder die Rechtsschule nicht kennen oder die behaupten, sie hätten Usulul Fiqh, welche kein Madahib hat und welche besser sind. Usulul Fiqh sind Grundlagen im Fiqh. Oder man behauptet, man hat selber in jeder Angelegenheit Recht. Und das sind alles absurde Aussagen. Es führt zu Respektlosigkeit gegenüber den Gelehrten, welche sich Tag und Nacht aufopfern. Wenn nun jemand seine eigene Meinung als die richtige sieht und intolerant ist, dann denkt er wäre wissender als die Gelehrten. Er schließt somit die Tür des Ichtilaf, also der Meinungsverschiedenheit, welche seit der Zeit der Sahaba besteht. Und alle Gelehrten, bis auf ganz wenige Ausnahmen, haben ein Madhab gelernt. Und diese Leute, die denken, sie können selber Ijtihad machen und Urteile aus Koran und Sunna ziehen, diese Leute stellen sich auf die gleiche Stufe wie die Gelehrten und können den Koran nicht auswendig, sie können die Ahadith nicht auswendig, sie können 40 Hadithe von An-Nawawi und vielleicht 20, 30 oder Juz Amma auswendig und denken, sie können jetzt Urteile aus Koran und Sunna ziehen. Und noch schlimmer sind diese Leute, die nur die deutschen Übersetzungen kennen und dann daraus ihre Urteile ziehen. Möge Allah uns bewahren. Dann gibt es noch die Madhab-Fanatiker. Und es ist nichts Falsches daran, wenn man seinen Madhab als näher an der Wahrheit sieht als andere. Doch die Fanatiker haben diese Grenze überschritten. Sie behaupten, dass ihr Imam unfehlbar wäre und sie kommen nicht klar, wenn man sagt, dass ihr Imam zum Beispiel Hadith XY nicht kannte. Sie tun so, als würde ihr Imam jeden Hadith kennen und sie gehen so weit, dass sie sogar Makel beim Hadith suchen oder die Texte verdrehen. Und ein Beispiel hierfür ist der Imam der Jahmiya im 20. Jahrhundert und das ist der Madhab-Fanatiker schlechthin, Muhammad Sahid al-Kauthari. Er ging so weit, dass wenn er sah, dass Abu Hanifa einen schwachen Hadith benutzte, dass er die Kette des Hadithes auseinandernahm und wenn er einen schwachen Überlieferer sah, dann nahm er einfach einen anderen Überlieferer aus derselben Epoche, der als vertrauenswürdig galt und der den gleichen Namen hatte, und sagte, das ist der richtige Überlieferer, obwohl das niemals der Fall war. Und die Fanatiker sind oft feindselig gegenüber anderen Madhahib und es gibt genügend Beispiele dafür. Zum Beispiel die Anhänger von Imam Ash-Shafi'i wurden von Schülern von Malik angefeindet, als er nach Ägypten kam. Und die Feindseligkeit zwischen Hanafis und Schafis ist eine sehr altbekannte Geschichte. Und Al-Kauthari ging sogar so weit, dass er die edle Abstammung von Imam Ash-Shafi'i anzweifelte. Und einige Hanbalier haben das Haus von Imam at-Tabari belagert, weil er etwas Falsches über Imam Ahmed gesagt hat, sodass er sein Haus nicht verlassen konnte und nur wenig sein Janäse, sein Totengebet beteten. Und ich habe noch eine Videoreihe über die Entstehung der Madahib und dort geht ganz klar heraus, dass die vier Madahib alle zusammenhängen und dass diese Gelehrten auch untereinander keinen Streit hatten, sondern sich gegenseitig stützten und voneinander lernten. Und die Intoleranz ging damals sogar so weit, dass es in Mekka 4 Gebetsnischen gab, für jeden Madhab eine. Und manch einer versuchte dies auch noch religiös zu rechtfertigen, und das ist genau das Gegenteil der Rechtleitung. Das ist eine riesige Spaltung. Denn Allah sagt, und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander.
Sie haben den Madhab als Ziel, als wäre die Befolgung ihrer Imame gleichzusetzen mit dem Gehorsam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, jedoch ist der Madhab der Weg zum Ziel. Und wenn man nun beide Seiten kennt, weiß man, wie man es genau nicht machen sollte. Noch wichtig ist, dass der Mensch in 3 Kategorien aufgeteilt wird. Es gibt erstens den Laien, zweitens den Talibul Ilm und drittens der Mujtahid. Und der Mujtahid, er kann eigenständig Urteile aus Koran und Sunna ableiten. Und jede der Kategorien hat ein eigenes Urteil. Der Laie zum Beispiel ist verpflichtet, Gelehrte zu fragen, denn er kann kein Ijtihad machen. Er kann keine Urteile aus Koran und Sunna fällen, denn er kann nicht Authentisches vom Schwachen trennen, noch weiß er nicht, was außer Kraft gesetzt wurde und auch nicht, was außer Kraft setzt. Und alle Gelehrten sind sich darin einig, darin besteht ein Ijma. Und Allah sagt, so fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr etwas nicht wisst. Und er sagt auch, Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Das bedeutet, der Laie folgt dem Gelehrten, von dem er überzeugt ist, dass er auf der Wahrheit ist und dass er wissend ist und dass er Taqwa, Gottesfurcht hat. Und das ist das Beste, was der Laie tun kann. Wenn man nun beispielsweise vom Hanbali Madhab begeistert ist, dann sucht man einen Gelehrten, der diesem Madhab gelernt hat und fragt ihn, wenn man Fragen zu bestimmten Sachen hat. Und wenn der Laie dies tut, dann hat er seine Pflicht erfüllt und die Verantwortung für die Fatwa trägt der Gelehrte, welcher 2 Belohnungen erhält, wenn er sich anstrengt und richtig lag, oder eine Belohnung, wenn er sich anstrengt und falsch lag. Das bedeutet, der Laie wird nicht dafür zur Rechenschaft gezogen, wenn er einem vertrauenswürdigen Gelehrten folgt und ihm in dieser Angelegenheit folgt. Und dann gibt es noch den Talibul Ilm. Da brauchen wir nicht so viel darüber reden. Es gibt den Befolger, also der Talibul Ilm ist auch ein Befolger und in manchen Sachen kann er auch Ijtihad machen, je nachdem auf welcher Stufe er ist, aber nur in bestimmten Themen und dazu brauchen wir jetzt nicht eingehen. Und weiteres sagt Allah, O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten, wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. In den Angelegenheiten, wo es Ijma gibt, also Konsens, wird gesagt, dies ist die Angelegenheit aller Muslime. Beispielsweise jemand kommt und sagt, die Aussage, dass das Gebet Pflicht ist die Aussage eines Madhab, der hat es falsch gesagt. Denn vielmehr ist es die Aussage aller Muslime. Wenn es jedoch keinen Ijma gibt, dann ist der Mujtahid, also der Gelehrte, gefragt. Und die Wahrheit darin, also dort wo der Gelehrte gefragt ist, dort wird gesagt, die Wahrheit darin ist bei Allah nur eine und dafür gibt es einen Beweis, einen Dalil. Und der Mujtahid muss die Wahrheit suchen, bis er denkt, dass er sie erreicht hat. Wenn er dann richtig lag, so lag er richtig und wenn nicht, so lag er falsch und wird dennoch belohnt. Und seine Belohnung ist aufgrund seiner guten Absicht und seiner Anstrengung und nicht wegen des Fehlers. Und das wird auch bei Bukhari und Muslim überliefert. Also wenn er Ijtihad macht und die Wahrheit nicht trifft, wird er dennoch belohnt, aber nicht bestraft für den Fehler. Und die Überlieferung gebe ich jetzt sinngemäß, wenn der Richter ein Urteil fällt, sich dabei anstrengt und dann richtig lag, so hat er 2 Belohnungen und wenn er ein Urteil fällt, sich dabei anstrengt und dann falsch lag, so erhält er eine Belohnung. Überliefert bei Bukhari 7352 und bei Muslim 1716. Und nun das Wichtigste, wenn jemand, der kein Mujtahid ist, kein Gelehrter ist, wenn derjenige Ijtihad macht, dann ist er ein Sünder, egal ob er Recht hat oder nicht. Er hat eine Sünde begangen, egal ob er Recht hat oder nicht. Ein Laie darf niemals Aussagen vergleichen und dann denken, dies oder jenes wäre richtiger. Das steht dem Laien nicht zu. Und Ijtihad, was bedeutet das überhaupt genau? Es bedeutet das Aufbringen von Anstrengung seitens des Faqihs, also des Fiqh-Gelehrten, zur Erlangung eines scharia-rechtlichen Urteils.
also zur Erlangung eines Scharia-rechtlichen Urteils, ist ein Urteil, in welchem der Ijtihad akzeptabel ist und es hat keine absolute Beweiskraft darin. Also damit ist gemeint, Angelegenheiten der Aqida, des Tauhids und des Schirks sind ausgenommen und ebenso Angelegenheiten, in welchen eindeutiger Konsens herrscht. Also zum Beispiel kann niemand sagen, ich habe Ijtihad gemacht und bin darauf gekommen, dass das Abendgebet nun 5 Gebetseinheiten hat anstatt 3. So etwas wird nicht funktionieren. Deswegen möge Allah uns zu guten Befolgern machen und der Laie sollte einfach einem Madhab folgen und jeder, der denkt, er könnte mit seinen 20 Hadithen und seinen 15 Koransuren oder deutschen Übersetzungen selbst Ijtihad machen, aus seiner Logik heraus, weil das sehen wir immer wieder. Leute sagen, ich benutze meinen Verstand, ich lese nur Koran und ich fälle daraus mein Urteil. Solche Leute sind komplett in die Irre gegangen und solche Leute sollte man meiden. Möge Allah uns alle recht leiten und möge Allah uns Nutzen daraus ziehen lassen. Barakallahu fiqh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.